Warum muss ich mich denn in der Natur so verhalten, dass ich zum Beispiel Wildtieren ihren Raum lasse oder meinen Müll nicht rumliegen lasse? Einfach nur zu diktieren, man muss was anders machen, hilft nicht, wenn man nicht zeigt, warum eigentlich nicht. Ich heiße Madita. Ich bin jetzt knapp 4 Jahre hier in der Seehundstation Friedrichskoog. Ich bin Biologin und wir arbeiten hier zum einen im Thema Information über die heimischen Arten, aber auch in der Aufzucht von Kegelrobben und Seehunden hier in der Station. Wir sind tatsächlich in Schleswig-Holstein die einzige autorisierte Station, die Tiere aufziehen darf. Das macht uns so ein bisschen einzigartig im Bundesland und tatsächlich sind wir auch deutschlandweit nur eine von 2 Stationen. Heuler sind die Tiere, die Kontakt zum Muttertier verlieren. Die sind noch in der Säugezeit und die wären dann nicht überlebensfähig. Deshalb ist es hier in Deutschland so, dass wir die auf jeden Fall aufziehen und halt auch wieder auswildern. Das unterscheidet uns zum Beispiel von Dänemark, die entschieden haben, dass Natur Natur sein soll und die Tiere draußen bleiben. Holland hat sich auch für eine Aufzucht entschieden. Da kann am Ende dann jedes Land seinen Weg entscheiden. Tatsächlich wildern wir die Tiere hier in die Nordsee aus oder in die Ostsee, je nachdem aus welchem Meer sie gekommen sind. Und dann führen die tatsächlich ein ganz normales Leben, wie jeder andere Seehund, der draußen aufgewachsen ist, auch. Es gibt auch Nachweise davon, dass sie später eigene Jungtiere haben, dass sie sich erfolgreich ernähren und auch Funde von Tieren, die in einem höheren Alter verstorben sind. Also wissen wir auch, dass da die Aufzucht keinen Nachteil für die Tiere bedeutet, sondern die in ein ganz normales Seehundleben starten. Und die verteilen sich sogar über das ganze Wattenmeer, das heißt über Holland, Dänemark bis hoch auch nach Skandinavien, schwimmen sogar teilweise weiter in die Ostsee oder in den Atlantik. Also die orientieren sich nicht an Ländergrenzen, sondern sind einfach im Wattenmeer unterwegs und die sind da zu finden, wo sie den meisten Fisch kriegen. Ich denke, dass jeder, der irgendeine Form von Umweltbildung oder auch nachhaltige Bildung leistet, einfach einen großen Beitrag dazu trägt, dass die Generation, die jetzt aufwächst, einfach das Interesse und auch das Bewusstsein für die Natur und für die Tiere, die darin heimisch sind, einfach hat. Mir persönlich bedeutet das super viel, weil ich halt denke, dass Menschen nur das schützen können, was sie kennen, und man schafft halt so eine Brücke zwischen den Tieren draußen in der Natur und den Menschen, die dafür dann auch ein Interesse entwickeln können. Das finde ich einfach total toll, und auch am Ende die Möglichkeit zu haben, Tiere, die auch vielleicht aufgrund von menschlichem Fehlverhalten einfach draußen keine Chance gehabt hätten, nochmal so eine zweite Chance zu geben, indem sie dann wieder ausgewildert werden können nach der Aufzucht, ist einfach was mir persönlich dann sehr viel gibt. Weil man in dem Moment einfach sieht, wofür man das gemacht hat, und tatsächlich, wenn Kinder hier rausgehen und einfach mitnehmen, dass diese Tiere total faszinierend sind und einfach man so eine kleine Begeisterung in denen wecken kann, das ist schon so das Schönste eigentlich.